Nadi Shodhana. Dazu setzt ihr euch auf euren Yoga-Bolster, findet eine Position, in der ihr gut sitzen könnt, angenehm für die nächsten paar Minuten. Und dann lade ich euch ein, dass ihr die Hände in dieser Position zusammenlegt, den Zeigefinger und Mittelfinger auf den Ballen und wir benutzen den Daumen und den Ringfinger, um die einzelnen Nasenlöcher zu verschließen. Die Übung funktioniert so, ihr atmet durch das linke Nasenloch aus und wieder ein, dann haltet ihr kurz den Atem und durch das rechte Nasenloch aus und wieder ein. Und das machen wir abwechselnd. Das heißt, wir fangen an, indem wir einmal durch das linke Nasenloch ausatmen und dann durch das linke Nasenloch wieder einatmen. Den Atem halten, durch das rechte Nasenloch ausatmen und durch das rechte Nasenloch einatmen. Den Atem halten und macht in eurem eigenen Rhythmus weiter. Und wenn ihr das nächste Mal durch das linke Nasenloch ausgeatmet habt, dann lasst eure Augen noch geschlossen und legt beide Hände wieder auf die Beine ab. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr, so wie ich, für den heutigen Tag eine kleine Intention setzen, was auch immer ihr euch für heute wünscht. Und sei es nur, dass euer heutiges Mittagessen gut gelingt und es gut schmeckt. Setzt euch einfach eine schöne Intention, die für euch richtig ist.
dann öffnet langsam wieder die Augen. Und mit der nächsten Einatmung hebt ihr die Hände. Und ausatmen, Arme nach unten. Einatmen, die Arme über den Kopf. Ausatmen, die Arme langsam nach unten. Und noch einmal einatmen, die Arme über den Kopf. Und ausatmen, ganz langsam nach unten. Bewegt dann eure Schultern nach vorne, nach oben, nach hinten, nach unten und zur Mitte. Dann noch einmal nach vorne, nach oben, nach hinten, nach unten und zur Mitte. Und noch einmal nach vorne, oben, hinten, unten und zurück in die Mitte. Dasselbe in die andere Richtung, die Schultern zurück, nach oben, nach vorne und nach unten. Schultern zurück, nach oben, nach vorne und nach unten. Dann legt vorsichtig die Hand auf den Kopf, zieht ihn zur Seite. Und dann vorsichtig zur anderen Seite, nicht reißen, nur ganz sanft. Und zurück zur Mitte. Dann dürft ihr die Brustwirbelsäule drehen. Einmal nach hinten, zur Seite, nach vorne, zur anderen Seite und wieder nach hinten, zur Seite, nach vorne, zur anderen Seite und nach hinten. Und wieder in die Mitte, dann in die andere Richtung, nach vorne, zur Seite, nach hinten, zur Seite und nach vorne. Nach vorne, zur Seite, nach hinten, zur Seite und nach vorne. Und nun dürft ihr anfangen, die Wirbelsäule in eurem eigenen Tempo zu bewegen, sodass sich auch die untere Wirbelsäule bewegt. Dazu dürft ihr den ganzen Oberkörper mit dem ganzen Gewicht bewegen. Die Richtung ist egal, macht einfach das, was für euch in diesem Moment angenehm ist. Und spürt mal rein, was euer Körper heute von euch braucht. Welcher Wirbel euch heute besonders braucht. Welche Bewegungen zwicken, welche Bewegungen sind angenehm. Und wenn ihr so euren Körper durch die Bewegung erforscht habt, dann kommt irgendwann wieder zur Mitte und zur Ruhe. Und spürt mal nach, was das mit eurer Wirbelsäule gemacht hat. Versucht eure Gelenke genau übereinander zu haben. Das heißt, das Handgelenk, den Ellenbogen, die Schulter sollten eine Linie bilden, genauso wie das Knie und die Hüftgelenke eine Linie bilden sollten. Zieht den Bauchnabel nach innen und zieht den Rücken nach oben. Ausatmen. Macht euch ganz rund. Einatmen. Und in die Kuhposition. Ausatmen, Katze, runder Rücken. Einatmen in die Kuh. Und
Und macht das in eurem eigenen Rhythmus weiter. Ein letztes Mal in eurem eigenen Rhythmus. Und dann kommt wieder zurück. Wir arbeiten jetzt noch einmal kurz mit den Schultern. Wir legen die rechte Hand unter die linke durch und legen alles ab. Lasst das Gewicht nach unten sinken. Bleibt einige Atemzüge hier. Spürt die Dehnung im Schulterblatt. Kommt zur Mitte und dann zur anderen Seite die linke Hand nach unten durch und ablegen. Atmen. Dann dehnen wir einmal kurz die Brustwirbelsäule, die Hände etwas weiter nach vorne und dann langsam die Brustwirbelsäule nach unten sinken lassen. Die Hüfte sollte über den Knien bleiben. Ablegen und atmen. Als nächstes kommen wir in den herabschauenden Hund. Findet eure Position auf der Matte für die Hände und Füße und schiebt euch nach hinten hoch. Die Hände sollten schulterbreit auseinander sein, die Füße hüftbreit. Die Ellbogen und Knie sollten gestreckt sein, die Fersen drücken nach unten zum Boden. Und nun mit der Ausatmung könnt ihr gerne die Zunge herausstrecken und alles rauslassen, was ihr nicht mehr braucht. Und ein drittes Mal. Und dann bleibt ihr hier. Ihr könnt auch gerne ein bisschen die Füße bewegen. Abwechselnd auf und ab und dann wieder zur Mitte. Dann lauft ihr mit den Füßen nach vorne und bleibt einen Moment hier und dann kommt ihr ganz langsam hoch. Dann verwurzelt ihr euch mit dem rechten Fuß in der Erde, setzt das ganze Körpergewicht auf den rechten Fuß, der linke kommt zum Oberschenkel. Wenn das nicht geht, könnt ihr das auch gerne den linken Fuß an euer rechtes Fußgelenk geben. Dann richtet ihr euch im Oberkörper auf. Der Bauch bleibt aktiviert. Die Brustwirbelsäule zieht nach oben. Die Hände sind zusammengefaltet und ihr schenkt euch ein Lächeln. Wir üben gerade, das Gleichgewicht zu halten in Zeiten der Unsicherheit. Haltet hier ein paar Atemzüge. Und
Und dann setzt den Fuß vorsichtig wieder ab und macht das Ganze zur anderen Seite. Zur anderen Seite zeige ich euch die leichtere Variante. Hier gebt ihr den Fuß an das Fußgelenk und ihr bleibt einfach in dieser Position. Bitte nicht mit dem rechten Fuß gegen das linke Fußgelenk drücken, sondern nur ganz leicht anlegen. Und auch hier lächeln und ein paar Atemzüge halten. Auch die nächste Position ist eine Balanceposition. Ihr gebt das ganze Gewicht auf den rechten Fuß, geht in die Knie, schlagt die Beine übereinander, die Hände übereinander und dann schiebt ihr die Ellbogen nach oben in den Igel, den Adler. Die Schultern weg von den Ohren und atmen. Langsam lösen, kurz in der Mitte stehen bleiben und nachspüren. Dann das Gewicht auf den linken Fuß legen, in die Knie gehen, Beine übereinander schlagen, diesmal die Arme in die andere Richtung übereinander schlagen und die Ellbogen heben, der Bauch bleibt aktiviert. Atmen nicht vergessen und langsam öffnen. Kurz nachspüren. Dann stellt ihr eure Beine in einem 90-Grad-Winkel auf. Die Fersen sind auf einer Linie. Der rechte Fuß zeigt gerade nach vorne. Der linke zeigt im 90-Grad-Winkel in diese Richtung. Ihr schiebt euer Becken nach hinten und ihr geht dann mit der Hand nach unten. Rechte Hand berührt den rechten Knöchel, linke Hand zieht nach oben, die Schultern weg von den Ohren. Und wenn euch das zu schwierig ist, könnt ihr gerne einen Block nehmen und unter eure Hand legen. Atmen, lächeln, das rechte Knie strecken und nach oben aufziehen. Dann wieder zur Mitte kommen und zur anderen Seite. Der linke Fuß zeigt gerade nach vorne, der rechte 90 Grad im Winkel. Du schiebst die rechte Hüfte nach hinten, kommst mit der Hand nach unten, die linke Hand geht zum linken Knöchel, rechte Hand nach oben. Und atmen. Dann kommt ihr in die Mitte, geht mit den Beinen etwas weiter auseinander. Spürt die Dehnung. Ihr könnt auch gerne experimentieren und die Hände nach unten durchschieben. Dann kommt ihr wieder zur Mitte, kommt mit den Beinen langsam zusammen. Lasst alles nach unten hängen. Für einen kurzen Moment könnt ihr auch gerne die Ellbogen aneinander nehmen und
kurz alles aus der Wirbelsäule herausfließen lassen, was nicht mehr hierhin gehört. Gib das alles an die Erde ab. Und dann könnt ihr die Knie strecken und langsam hochkommen. Die Arme mit der Einatmung nach oben ausbreiten. Und ausatmen, die Hände zum Herzen. Und in den herabschauenden Hund. Einatmen, das rechte Bein heben. Ausatmen, vorne absetzen. Und dann lasst ihr gleich die linke Hand auf den Boden und hebt die rechte hoch. Versucht mit dem rechten Knie weder nach außen noch nach innen zu fallen. Und nach unten. Die Hand wieder absetzen. Der rechte Fuß geht wieder nach oben. Und herabschauender Hund. Dann der linke Fuß nach oben. Nach vorne absetzen. Und dann die rechte Hand auf den Boden lassen und die linke Hand nach oben heben. Das rechte Knie bleibt gestreckt, das linke Knie bleibt genau über dem Knöchel. Und dann wieder die Beine heben und zurück in den herabschauenden Hund. Hier ein paar Atemzüge bleiben. Vom herabschauenden Hund hebt ihr wieder das rechte Bein, kommt nach vorne, setzt ab und diesmal geht ihr nach oben. Den Bauch aktivieren, die Brustwirbelsäule zieht nach oben, die Schultern sind weg von den Ohren, die Ellbogen sind gestreckt, das linke Knie ist gestreckt. Und du darfst lächeln, denn du machst das ja schließlich für dich. Dann darfst du die Hände gerne auch hinter dem Rücken verschränken und mal nach oben ziehen. Und dann kommst du wieder nach vorne, der rechte Fuß geht nach hinten und oben. Du setzt ihn ab und dann kommt gleich der linke Fuß nach hinten und oben. Geht nach vorne, absetzen und nach oben mit den Händen einatmen. Auch hier wieder aufs Alignment achten. Rechtes Knie gestreckt, das linke Knie ist genau über dem linken Knöchel. Wieder hinter dem Rücken verschränken und ziehen. Ein, ausatmen, das linke Bein nach oben und absetzen und du bist wieder im herabschauenden Hund. Vom herabschauenden Hund kommst du in die Plank, in eine kleine Kobra und nach unten. Und dann nimmst du die Beine zusammen, die Hände nach vorne und du hebst einatmend die Hände und die Füße vom Boden ab. Atme hier weiter. Und mit der Ausatmung wieder alles ablegen, den Kopf zur anderen Seite. Einatmen, heben. Ausatmen, Kopf zur anderen Seite. Einatmen, heben. Ausatmen, Kopf zur anderen Seite. Dann schiebst du dich zurück auf deine Knöchel. Als nächstes ziehst du dein rechtes Knie nach vorne. Das linke Knie bleibt gestreckt.
Der Bauch ist aktiviert, sodass der Rücken entlastet ist. Und du ziehst die Brustwirbelsäule nach oben. Halte hier ein paar Atemzüge. Und dann legst du dich langsam nach vorne ab. Um die Beine zu wechseln, kannst du zunächst in einen herabschauenden Hund kommen, das rechte Bein heben und dann absetzen. Dann das linke Bein heben, nach vorne mit dem Knie und wiederum in die Position kommen, das rechte Knie ausstrecken, die Hüfte möglichst in der Waage halten, parallel zum Boden. Den Bauch aktivieren, um den Rücken zu entlasten. Brustbein zieht nach oben, Schultern weg von den Ohren. Kurz halten und dann nach vorne ablegen. Und um aus der Position herauszukommen, gehst du wieder in den herabschauenden Hund, ziehst das Bein nach oben. Dann bleibst du kurz im herabschauenden Hund, dehnst noch einmal die Brustwirbelsäule. Kommst dann langsam mit den Füßen nach vorne. Einatmen, Rücken gerade machen. Ausatmen, rund machen. Und einatmen ganz nach oben. Und die Hände zum Herzen. Von der stehenden Position darfst du die Füße leicht auseinandergrätschen. Die Füße sind in einem 45-Grad-Winkel aufgestellt und nun gehst du langsam nach unten in die Knie, vorsichtig. Und du richtest die Wirbelsäule auf. Die Brustwirbelsäule zieht nach oben. Versuche, dass du die ganze Fußfläche auf der Matte hast und nicht das Gewicht auf der Innenfläche oder Außenfläche. Und dann darfst du die Hände wieder ablegen, mit den Füßen zusammengehen. Kurz mit der Einatmung die Wirbelsäule gerade machen, mit der Ausatmung wieder nach unten. Einatmen ganz nach oben und die Hände zum Herzen. Nun machen wir noch eine Übung für die Arme. Du kommst auf deine Matte. Hast das Knie auf der gleichen Linie in etwa wie deine Hand. Und du hebst die Hand hoch, wenn du möchtest, auch den Fuß dazu. Versuche, deine Brustwirbelsäule nach vorne zu strecken. Und dann wechselst du die Seite. Und dann kommst du wieder zur Mitte. Von hier aus nimmst du den rechten Arm, ziehst den Ellbogen nach hinten, sanfte Dehnung für den Trizeps und zur anderen Seite. Nun legst du dich auf der Matte ab, ziehst die Fersen zum Gesäß und hebst das Becken nach oben. Halte hier, atme
Wenn du möchtest, kannst du auch gerne die Hände hinter dem Rücken verschränken und nach unten ziehen. Oder du lässt die Hände einfach rechts und links vom Körper abgelegt. Schiebe das Becken noch etwas weiter nach oben. Und dann langsam und vorsichtig Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Dann machen wir diese Übung noch einmal abwechselnd auf und ab. Das heißt, mit der Einatmung hebst du dein Becken und gibst die Arme nach hinten und oben. Mit der Ausatmung langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück. Einatmen, Becken und Arme heben. Ausatmen, Wirbel für Wirbel, wieder zurück. Noch einmal einatmen und heben. Und ausatmen, langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück. Nun legst du deine rechte Hand rechts vom Körper ab und du lässt die Knie nach links fallen. Deine Schultern bleiben beide auf dem Boden. Wie weit die Knie nach unten gehen, ist nicht so wichtig. Eine Variante davon ist, dass du den unteren Fuß gestreckt lässt. Das ist in diesem Fall der linke Fuß und der rechte Fuß, das rechte Knie geht zum Boden. Bleibe hier ein paar Atemzüge. Diese Übung ist sehr gut für die Entgiftung. Komm zurück, lass die linke Hand auf dem Boden und die rechte Hand geht zum linken Knie und das rechte Knie zieht langsam Richtung Boden. Die Schultern bleiben auf dem Boden und atmen. Und dann kommst du zurück in die Position Shavasana. Du kannst jetzt auch gerne deine Decke nehmen und dich zudecken, vielleicht deine Socken anziehen oder deinen Pulli. Und dann bleibe ein paar Atemzüge in Shavasana. Spüre das Gewicht deines Körpers auf dem Boden, die Auflagefläche deines Körpers auf der Erde. Und du hast das Gefühl, du sinkst langsam tiefer wie in angenehm warmen Sand. Und mit jedem Atemzug fallen alle Sorgen von dir ab. Du lächelst dir innerlich zu. Und du spürst deinen Atem, wie jeder Atemzug Leben in deinen Körper bringt. Und die Ausatmung alles Alte, was nicht mehr gebraucht wird, entfernt. Entspanne den Kiefer. Entspanne die Schultern.
die Arme tiefer sinken. Entspanne deinen Oberkörper, lass ihn fallen. Auch die Hüfte darf schwer sein. Und die Beine sinken immer tiefer in den warmen Sand. Und dann bewege langsam die Finger und die Zehen. Du kannst dich auch gerne strecken und jedes Geräusch machen, das du möchtest. Und dann drehe dich langsam und gemütlich in deinem Tempo zur Seite. Richte dich auf. Komm noch einmal in einen Sitz. Danke dir selbst, dass du heute dieses kleine Yoga-Programm mitgemacht hast. Du hast es für dich getan. Und sag deinem Körper, dass du ihn liebst und wie froh du bist, dass du ihn hast. Danke. Namaste.